Es wird auf jeden Fall eine höchst interessante politische Woche in Berlin werden. Und Philippa Vögeding ist bereits für uns vor dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Guten Morgen, Philippa. Ja, was tut sich da hinter den Kulissen? Also es rumort bei den Christdemokraten. Und wie will Friedrich Merz jetzt also tatsächlich seine Reihen wieder schließen? Guten Morgen, ihr beiden. Um vielleicht zu verstehen, warum es jetzt auch hier bei der CDU so rumort. Wir sprechen hier von der größten Schuldenaufnahme, die geplant ist seit Bestehen der Bundesrepublik. Dass da nicht natürlich alle direkt begeistert sind, das versteht sich von selbst. Vor allem, weil ja die Union noch vor ein paar Monaten, ich erinnere an die Ampelbruchzeit, sich noch völlig gesperrt hat, was dieses Thema Lockerung der Schuldenbremse anging. In den letzten Wochen hat sich dann gezeigt, okay, da ist ein Spielraum da, aber mit dieser Art von Spielraum hat wirklich niemand gerechnet. Vor allem der SPD dürfte das gefallen. Da wird ja auch gerne mit viel großen Summen um sich geworfen, die gefordert werden. Und es wirkt so, als würde jetzt die Union hier einfach hoffen, also allen voran auch Friedrich Merz, dass man sozusagen in Vorleistung tritt. Also hier zeigt, wir sind bereit, diese Schulden mit euch zu machen, die ihr so gerne machen wollt. Dafür erwarten wir aber in Zukunft dann auch ein Entgegenkommen. Zum Beispiel vielleicht bei migrationspolitischen Fragen. Denn da sind zwar diese Zurückweisungen jetzt geplant, aber dazu braucht es auch die Unterstützung der anderen europäischen Nachbarländer. Die Union hat aber auch schon verdeutlicht, wenn die nicht mitziehen, dann fahren sie diesen Kurs auch alleine. Und das dürfte dann wiederum mit den Sozialdemokraten ziemlich schwierig werden. Also eine Art Tauschhandel hier, den Friedrich Merz jetzt auch hier heute hinter mir im Konrad-Adenauer-Haus nochmal seinen Kolleginnen und Kollegen erklären wird. Insgesamt muss ich aber sagen, hier sind jetzt schon ein paar Personen reingegangen, etwa Mario Vogt oder auch Thorsten Frey, der parlamentarische Geschäftsführer. Und da hat sich gezeigt, die wirken zumindest nach außen hin alle recht zufrieden mit diesen Plänen, die man gemacht hat. Lasst uns da gerne mal reinhören. Tatsächlich sind einige strukturelle Veränderungen enthalten, wenn Sie etwa an Flexibilisierungen denken, wie die Einführung einer Wochenhöchstarbeitszeit, wenn Sie etwa daran denken, dass wir im Bereich des Bürgergeldes strukturelle Veränderungen vornehmen wollen, also das Bürgergeld durch eine neue Grundsicherung zu ersetzen, mit der Möglichkeit, dass diejenigen, die die Arbeitsaufnahme verweigern, obwohl sie es könnten, tatsächlich in den Leistungen auch auf Null gesetzt werden können. Also es sind auch viele Punkte enthalten, die zu strukturellen Veränderungen führen, die auch strukturelle Ausgabenverbesserungen darstellen. Und insofern kann ich diese Kritik nicht nachvollziehen. Klar ist, dass es sich um ein Sondierungspapier handelt. Das ist eine Grundlage für die beteiligten Parteien, die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu beschließen. Aber das ist nicht das Ende von Koalitionsverhandlungen. Die sind jetzt erst zu führen. Ganz in Politikermanier hat also Thorsten Frey hier nochmal gezeigt, was denn gut ist an diesem Sondierungspapier, was im besten Fall positive Auswirkungen hat, ist also gar nicht so sehr auf die Kritik eingegangen, der sich die Union momentan ausgesetzt sieht. Und auch Mario Vogt, der Thüringer Ministerpräsident, hat sich hier geäußert, hat auch nochmal betont, dass beispielsweise die Kritik der Grünen, dass es da nicht genug um den Klimaschutz ginge in dem Sondierungspapier, dass das ja nur zeige, dass auch die Grünen eine gewisse Verantwortung für dieses Land übernehmen wollten. Also insgesamt wirkt es hier, als wolle man zeigen, es ist alles gut, wir gehen in eine richtige Richtung und vor allem wollen wir jetzt zumindest öffentlich Frieden. Naja, aber Details zu den groß angelegten Strukturreformen, die sind ja noch nicht so richtig zu sehen. Und heute Abend dann das Treffen von Friedrich Merz mit der grünen Fraktionsspitze. Das wird spannend. Philippa, danke.